Hallo zusammen! Ja, heute besuche ich das zweite Windtestfeld hier in Dänemark, im Norden von Dänemark, das Windtestfeld Höfsode, etwas weiter südlich von Österild, auch von der DTU, Danish Technical University. Ja, und hier werden auch wieder einige spannende Anlagen getestet und vermessen. Einige Highlights dabei, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Und ja, das ist halt immer so das Spannende an so einem Windtestfeld, dass hier Anlagen stehen, die es sonst noch gar nicht gibt. So. Insgesamt stehen hier 4 Stück, Platz ist für 5. Momentan stehen hier allerdings nur 4. Ja, hier ganz links angefangen haben wir eine Vestas V116. Gibt es für den deutschen Markt, glaube ich, gar nicht. 2 Megawatt. Die hat 92 Meter Nabenhöhe. Hat auch echt richtig cool gebogene Rotorblätter. Also eher so ja, ähnlich wie die 2 Megawatt Plattform. Dann haben wir hier eine Siemens Gamesa SG 5.0 145. Das ist auch eine richtig geile Anlage. Die wollte ich immer schon mal sehen. Und ja, jetzt habe ich das Glück, sie hier mal zu sehen, weil die finde ich von der Optik her richtig cool. Ja, werde ich mir gleich mal von nahem anschauen. Ja, dann steht hier noch eine SG DD 4.320. War mir auch nicht bewusst, dass es die Anlage gibt. Ich habe nur die 130er gekannt. Ja, ich habe gerade eben zufällig mit einem Siemens Gamesler gequatscht. An der Anlage wird an den Rotorblättern noch irgendein Messinstrumente angebracht. Ja, die Anlage wird allerdings auch nächste Woche demontiert. Ja, quasi die Pacht ist jetzt abgelaufen und sie wird demontiert und dafür kommt dann eine neue Anlage hin. Cool, dass ich sie jetzt noch hier stehen sehe. Ja, aber mein absolutes Highlight steht hier rechts, warum ich eigentlich auch hierher gekommen bin. Die SG 6.0 170. Absolut gigantisch, dieses Teil. Von der neuen 5.x Plattform von Siemens Gamesa. Ja, ich arbeite ja auch für einen Projektentwickler und der Großteil unserer Projekte basiert momentan auf dieser Anlage. Und deshalb war ich ja echt super gespannt, die mal live zu sehen. Momentan eine der leistungsstärksten Anlagen auf dem Markt mit dem größten Rotordurchmesser. Schon Hammer, dieses Teil. Gibt es auch so gar nicht noch in Windparks. In Schweden wird gerade ein Windpark mit denen gebaut, aber in Deutschland gibt es sie bisher noch nicht. Da sind einige Projekte mit der geplant, aber in Deutschland steht sie noch nicht. Also wenn man sie sehen will, muss man entweder hierher fahren. In Spanien steht noch ein anderer Prototyp oder nach Schweden. Ja, auf jeden Fall geile Anlagentypen und ja, ich freue mich jetzt drauf, die mir mal aus der Nähe anzuschauen. So, jetzt stehe ich hier bei der Siemens Gamesa SG 6.0 170. Absolut gigantisch, dieses Teil. Also der Rotor ist echt Wahnsinn. Den kriege ich jetzt leider gar nicht ganz drauf. Also die gesamte Anlage kriege ich nicht ganz drauf. Absolut beeindruckend. Ja, bis vor kurzem der größte Onshore-Rotordurchmesser. Vestas hat ja mittlerweile auch die V172 angekündigt. Aber Siemens Gamesa waren so die ersten mit diesem riesen Rotor. Ja, diese Anlage gehört zur 5.x Plattform von Siemens Gamesa. Machen ja viele Hersteller momentan diese variable Nennleistung, also
kriegt man mit 4,8 bis 6,6 Megawatt. Also man hat da relativ viel Spielraum. Ja, und die Anlage hier ist jetzt für Schwachwindstandorte gedacht. Dann gibt es noch die SG 5.6.0, 6.6, 155. Bisschen kleinerer Rotor für mittlere bis starke Windstandorte. Ja, aber diese Anlage hier ist in Deutschland sehr gefragt. Also wie gesagt, viele unserer Projekte basieren auf dieser Anlage. Deshalb war ich extrem gespannt, wie die aussieht. Ja, von der Optik her, ja, auch wieder ein ziemlicher Kasten. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass halt der Transformator, dass der unten am Maschinenhaus dranhängt. War ja bei der G-Cypress anfänglich auch so. Insgesamt ähnelt das Maschinenhaus so ein bisschen der G-Cypress der ersten Version. Naja, vielleicht denken sie sich da noch was anderes aus. Aber ansonsten, ja, von der Narbe her und den Rotorblättern sieht es schon ganz geil aus. Ja, die Anlage hier hat 115 Meter Narbenhöhe. In Deutschland wird sie dann wahrscheinlich auf Max-Bögel-Turm angeboten mit ja, bis zu 165 Meter. Aber hier an der Küste geht ja genug Wind. Hört man jetzt schön die Windnachführung, wie sie sich in den Wind dreht. Krasses Teil. Ein Rotorblatt ist ja, ca. 83 Meter lang. Das ist schon echt eine ganze Menge. Bin ich echt gespannt, wann da die ersten in Deutschland gebaut werden. Es sind auf jeden Fall schon einige genehmigt, habe ich gelesen. Ich glaube in Schleswig-Holstein sind SG 155 schon genehmigt. Das wird auf jeden Fall spannend. Auch dann auf diesem Turm da, schätze ich mal. Da geht ja auch genug Wind. Aber die Anlagen, die wir planen, die haben alle 165 Meter Max-Bögel-Turm. Schon krank, dieses Teil. Ja, Maschinenhaus sieht man jetzt gar nicht so gut. Ich hoffe mal, sie dreht sich noch so ein bisschen in den Wind. Da sieht man es jetzt ein bisschen besser. Also schon ja, ein ziemlicher Kasten. Drohne ist natürlich dabei, das schaue ich mir gleich auch mal von oben an. Ja, die erste ihrer Art gibt es sonst überhaupt noch nicht. Wie bereits erwähnt, in Schweden wird gerade der erste Windpark damit gebaut. 70 Anlagen davon. Ist schon risky, also eine Anlage, die noch gar nicht erprobt ist auf dem Markt, dann gleich 70 Mal zu bestellen. Ich habe auch gehört, da gibt es ein paar Probleme mit der Inbetriebnahme, mit den Rotorblättern wohl auch. Ja, und Siemens Gamesa scheint es wohl gerade auch nicht so gut zu gehen finanziell. Ja, näher an die Anlage ran kann man jetzt leider nicht. Aber ich denke, man sieht sie ja ganz gut von hier. Schon echt der Hammer. Ja, von hier aus sieht man jetzt auch die anderen Anlagen nochmal schön. Bei der DD 120, da haben sie auf jeden Fall was an den Rotorblättern gemacht. Auch gerade eine Hebebühne oben. Weiß nicht, ob der Kran dann schon für die Demontage gedacht ist. Kommt mir ein bisschen klein vor. Ja, aber auf jeden Fall finde ich diese Baureihe von Siemens auch richtig cool. Bisher auch noch nicht gesehen. Gibt es ja in Deutschland echt relativ selten. Nur so ein, zwei Parks. Bisher nur die SWT DD 113 in Straubenhardt. Aber die 120er, 130er und 141er gibt es ja auch noch. Die haben halt ein bisschen anderes Maschinenhaus. Nicht den Spoiler oben drauf. Aber von der Optik finde ich die schon ziemlich geil. Ja, eventuell werde ich auch in Norwegen noch ein paar Windparks besuchen. Und da stehen, glaube ich, einige von diesen Siemens-Anlagen. 130er, 141er. Da bin ich echt mal gespannt. Halt richtig große Windparks. Ja, da freue ich mich echt drauf. Ja, aber da hinten die Anlage, die 5.0 auch von Siemens Gamesa, ist ja quasi jetzt eine Getriebeanlage. Rührt wahrscheinlich so von der Gamesa-Geschichte her. Gamesa hat ja immer Getriebeanlagen hergestellt.
Siemens Getriebelose und nach der Fusion ist man dann quasi so ein bisschen zweigleisig gefahren. Ja, aber leider hat man sich ja jetzt entschieden, dann für Onshore die Getriebeanlagen zu bauen. Also jetzt die SG 170 zum Beispiel. Und die DD, die werden gar nicht mehr gebaut. Das finde ich echt schade. Also noch so ein paar Altplanungen werden noch gebaut. Aber ansonsten wird leider umgeplant. Also die gibt es halt echt nur so sehr selten in Deutschland. Schade. Ja, nächste Woche wird auch die hier abgebaut. Ja, hier rundherum, das sieht man gar nicht so. Auf der Drohne hat man es jetzt richtig geil gesehen. Es ist überall Meer. Das sieht man dann nachher schön. Und hier stehen auch einige Anlagen noch in der Nähe. Ich glaube, das hier sind so alte Mikon hier hinten. So kleine. Und ja, natürlich hier im Vestas-Land Dänemark stehen natürlich auch einige Vestas-Anlagen. Da hinten ist noch ein Park mit Vestas V117. Und da hinten stehen auch noch mal einige Vestas-Anlagen im Hintergrund, größere auch. Und noch so ein paar kleine Mikon. Da sieht man einige größere Vestas. Ja, und hier dann nochmal eine Vollansicht auf die SG 170. Das Monster. Sieht schon auch echt krass auf dem kleinen Turm. Aber ich muss sagen, ich bin echt super gespannt, wenn die das erste Mal in Deutschland gebaut wird. Dann auf diesem 165 Meter Turm. Das wird absolut krass. Haben dann 250 Meter Gesamthöhe. Also das wird schon echt beeindruckend. Ja, bin auch echt mal gespannt, also ob sie dann diese Probleme mit der Inbetriebnahme und den Rotorblättern das irgendwie in den Griff kriegen. Ich meine, das ist halt eine brandneue Anlage. Das ist klar, dass es dann auch Kinderkrankheiten gibt. Aber ja, bis sie in Deutschland gebaut werden, hat man hoffentlich die Probleme gelöst. So, ich stehe jetzt hier auf der anderen Seite des Windtestfelds. Das Testfeld befindet sich noch im Aufbau. Ist noch nicht so gut erschlossen wie jetzt Österild. In Österild kann man ja direkt an den Anlagen vorbeilaufen. Das ist hier auch noch in Planung, hat mir der Siemens Gamesa Mitarbeiter erzählt. Und ein Besucherzentrum soll auch noch aufgebaut werden, aber das ist alles noch in Mache. Es wird dann erst nächstes Jahr oder so fertig sein. Ja, vorhin war ich hier hinten bei der SG 170. Da ist die DD 120. Die sieht so fett aus, die SG 170. Echt Hammer. Ja, und jetzt stehe ich hier bei der anderen Siemens Gamesa Anlage, der SG 5.0 145. Der 4.x-Reihe von Siemens Gamesa, also auch wieder flexibel in der Nennleistung. Hat mich auch gefreut, die Anlage zu sehen. Gibt es nämlich in Deutschland auch gar nicht für den deutschen Markt vorgesehen. Aber von der Optik her finde ich die eigentlich ganz cool. Maschinenhaus ist Gamesa, aber ich finde die Narbe irgendwie cool. Relativ spitz. Und hat auch, meine ich, eine der krassesten Rotorblattbiegungen. Die hat jetzt, glaube ich, 125 Meter Nabenhöhe. Wäre echt mal geil, die auf ja, so einem hohen 160 Meter Max-Bögel-Turm zu sehen zum Beispiel. Ja, ich stehe hier im Turmschatten von der Vestas 216. Kennt man jetzt gar nicht so gut. Aber von weitem hätte ich echt gedacht, es ist auch eine Gamesa, Siemens Gamesa Anlage. Weil das habe ich echt noch nicht so krass gesehen bei Vestas, dass die Blätter so gebogen sind, wenn die Anlage steht. Also wenn sie läuft und starker Wind ist, ja. Aber wenn sie steht, so eine krasse Blattbiegung war mir neu bei Vestas. Ja, im Prinzip
ähnliches Konzept wie bei der V155 in Österild. Großer Rotor, aber relativ kleine Nennleistung. 2 Megawatt hat die hier. Ich glaube, ja, so 100 Meter Nabenhöhe. Ah ne, 92 Meter Nabenhöhe sind es, Entschuldigung. Deutschland ist ja, werden ja immer die größten Anlagen mit der größten Nennleistung gebaut. Aber diese Anlage hier ist ja jetzt gar nicht für den deutschen Markt ausgelegt. Also eher dann für Nordamerika, Asien, auch windschwache Standorte. Aber im Gegensatz zu der hohen Nennleistung hat man hier dann nur eine kleine Nennleistung auf den großen Rotor gesehen. Es gibt Märkte, für die das attraktiv ist. Weil da, wenn bei schwachem Wind kommt man ja sowieso, wo kommt man denn mal auf die volle Nennleistung? Auch in Deutschland gibt es wahrscheinlich sehr windschwache Standorte, wo man niemals dann die 6,6 Megawatt erreicht. Und deshalb hat man hier einen relativ großen Rotor, aber eine relativ kleine Nennleistung. Da wird die Nennleistung dann halt schneller erreicht. Die neue V163 4,5 Megawatt ist auch so eine Anlage der 4 Megawatt Klasse. Also auch riesen Rotor, aber kleine Nennleistung. Wird, schätze ich, auch nicht für den deutschen Markt gebaut. Ja, und anstelle von der SG DD 120, ich bin schon ganz dehydriert, soll wohl noch eine SG 170 gebaut werden. Auch interessant. Ja, das Besucherzentrum ist jetzt hier hinterm Busch. Da sieht man so ein bisschen das Dach. Das wird dann im Laufe des nächsten Jahres eingerichtet und halt wahrscheinlich auch so ein schöner Fußweg und schön bei den Anlagen vorbeilaufen kann. Ja, ich werde jetzt mal auch noch mit der Drohne hochgehen, auch von den Anlagen mal noch ein paar Bilder machen, dass ihr die auch mal noch von oben seht, weil das sieht schon richtig geil aus. Von hier aus sieht man das Meer jetzt gar nicht, aber da hinten kann man es so ein bisschen erahnen am Horizont. Da sieht man die Dünen und da ist dann direkt das Meer. Das sieht richtig toll aus von oben. Das seht ihr dann nachher im Drohnenvideo. Ja, von hier aus hat man nochmal einen tollen Blick auf alle 4 Anlagen. Ich stehe jetzt hier auch nochmal in der Nähe von der V116, sieht man die nochmal besser. Ja, im Prinzip wie eine Anlage der 2 Megawatt Plattform, wie eine V90 Grid Streamer zum Beispiel. Allerdings hat man hier ein bisschen an den Kosten des Kühlers gespart, quasi wie bei der V155 oder der V163 jetzt. Aber sie sieht eigentlich aus wie eine V90 mit längeren Rotorblättern. Allerdings sind die ziemlich krass gebogen, also deshalb dachte ich auch aus der Ferne, es wäre eine Siemens Gamesa Anlage. Ja gut, ich wusste eigentlich, dass es eine V116 ist, aber aus der Ferne sieht es aus wie eine Siemens Gamesa Anlage. Kennt man gar nicht so von Vestas. Ja, aber auf dem deutschen Markt wird sie nicht gebaut. Ist dann eher so interessant für asiatische Märkte. V120, V110 gibt es ja auch. Die sind dann für den nordamerikanischen oder asiatischen Markt interessant. Aber hier bedeutet halt eine größere Rotordurchmesser auch mehr Leistung. Da sind diese Anlagen interessanter. Also V112 hat ja auch schon 3,3 bzw. 3,6 Megawatt. Aber cool, mal was anderes zu sehen. Ah ja, und die DD 120 läuft jetzt auch
Da scheinen sie jetzt mit den Arbeiten fertig zu sein. Und jetzt läuft sie auch wieder. Sehr cool. Hat mir jetzt mal eine Getriebeanlage und eine getriebelose Anlage von Siemens im Vergleich. Ja, und hier hat man jetzt dann 3 Anlagen von Siemens im Vergleich. 5.0, 145, DD 120 und SG 170. Richtig geil. Ja, ich werde mich dann an dieser Stelle verabschieden. Habe noch eine kleine Fahrt von mir bis zum Campingplatz. Ich hoffe, das Zuschauen hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir das Filmen. Im Anschluss habe ich wieder ein Drohnenvideo für euch. Das sind auch richtig tolle Aufnahmen geworden. Schreibt gerne Kommentare. Ja, und dann weiß ich jetzt noch gar nicht genau, was der nächste Windpark ist, den ich besuche. Entweder hier in Dänemark noch einer oder dann in Norwegen. Aber es kommen auf jeden Fall noch einige Videos in nächster Zeit, auf die ihr euch freuen könnt. Also macht's gut, halt die Ohren steif und bis bald.